The plan is to bring the boat from Wedel by Hamburg up to Flensburg, which is at the Danish border. Unfortunately, the weather is playing against us. We meant to leave the harbor today about 16 hours with the right tide. But the weather predictions from this morning told us there would be a squall at lunchtime. It reached the harbor with 50 knots and actually unrooted a tree in the harbor as well. So we decided to wait till tomorrow morning. The next low tide for us to leave will be around 4 o'clock in the morning. In the background you can see one of the big pleasure cruisers which are leaving Hamburg now, going down the Elbe to the North Sea. And as you can see, there is a next front coming in, so we're quite happy that we stayed in the harbor and didn't leave this afternoon. We checked our moorings and closed the boat. Preparation for the next squall coming through. Das kommt sogar von der Seite, eindeutig. The squalls were coming from port side and the wind was so strong that I actually totally forgot to film. Sorry about that. Just some impressions from this evening after the storm. Beautiful skies over the harbor of Wedel. Got up with high tide at 4 in the morning. It was still dark. The men's bathroom, there was a cleaner asking Patrick what he was doing up so early. To catch the ebb tide to carry us down the river to the lock of Brunsbüttel, we left the harbor about 5 o'clock. It was rainy with a moderate 15 knots winds against us. The weather forecast said about 25 knots in the afternoon. Wind against water means that the waves can build up very high in front of the lock in Brunsbüttel. We were actually told that the waves can reach 3 to 4 meters there then. The boys discussing if we should carry on to Brunsbüttel or if we should make a stop in Glückstadt and wait for better weather tomorrow. But up to now it looks quite good, so we most probably go to Brunsbüttel. Wo wir rein können? Glückstadt. Watch the wind gauge, it already says 24 knots. We are thinking of maybe going into Glückstadt and going out with the next ebb tide, but we are still considering. Klaus and Patrick discussing when the current is going to pick up, probably because the boat will go about 3 knots faster when it finally has reached its max.
nicht, wir hatten gestern geguckt. Gestern war es um 3, ja? Okay. Nein, für heute Morgen. Ja, also so Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die Elbe fängt an zu fließen. Siehst du, wir sind jetzt genau drin. Wir machen jetzt nämlich schon 7,1. Ja, jetzt saugt der. Jetzt fängt er an zu saugen. Weil ich bin von dem Motor immer noch auf 2300 Umdrehungen an, ja. The guys are happy they can pick it up finally. Nicht direkt voll Power gehen. Zwischen der Tonne und der nächsten ist auf halber Strecke eine Gefahrentonne. Und dann kommt die nächste und dann kommen wir langsam wieder ans Ufer. Wo siehst du eigentlich die Karten normal, ja? Ja, das habe ich mir auch gebraucht. Karte 7, da steht's. Ja. Das ist, wenn jemand da ist. So, erst mit Winga. Haben die nächsten Tonnen. Mir gefällt's da. Mir gefällt's. Ja. Das ist ja auch da. Stern wave from this ship which is overtaking us is going to overtake us just now as well. It's rolling underneath the boat and we're going to have a little bit of a shake there. 7,8. 7.8 knots going down the river. Jetzt kommt sie hinter uns. Jetzt kommt die Vorwelle, gerade durch. Und jetzt kommt die Hauptwelle. No! Die erste Halser, die zweite kommt das große Hold on, here comes the wave. Wenn du die richtig erwischt, dann kriegst du Schokolade aus. Drawers opened because of the wave. Weiß ich, ob sie zumachen, wir noch nicht raus. Deshalb kann ich vertrauen zu dem Boot. Manchmal, wenn wir dann so rumgehen, ich die Boot. Fliege ist top. Da habe ich gar keine Bedenken. Das Teil ist massiv. Das ist schwedisch. Vertrauen zu dem Schiff. 8,2. Was ist denn? Du hast jetzt aber auch 5 Knoten, oder? Durchs Wasser. 10 minutes after we passed our security port at Glückstadt, the wind drastically went up to 34-35 knots, changing, and the waves got higher and higher, but there was no way of return because otherwise we would have been driving against the current and it would have taken us quite a while to actually go back. So we had to carry on. Circa 1,5 Stunden vor Brunsbüttel hatten wir dann plötzlich 36 Knoten Wind. Angesagt waren ursprünglich ja 24 bis 26. Das ist aber konstant, wir sind über 7, das ist gut. Wir haben jetzt schon fast wieder 5 durchs Wasser. Yeah, kannst du mit jeder Welle kämpfen. Weißt du, du musst hier immer noch sehen, wir sind auf der Elbe, oder? Wenn du wirklich
closer we got to Brunsbüttel Lock, the higher the waves got. In the end we had about 3.5 to 4 meter wave at the lock, and we still had to wait for half an hour to get actually in. I have to admit I got a little bit seasick in the end and stopped filming. I was happy that Patrick was on board so he could actually jump over and tie the fair lady in the lock. Hope you guys won't get seasick by watching this. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank, wenn ihr zuguckt. Hatten wir dann hinterher eine 3 bis 4 Meter hohe Welle. Ich habe dann auch nicht mehr gefilmt, weil ich weiche Knie bekommen habe, mir ein bisschen übel war und ich ganz froh war, dass Patrick mit an Bord war, der dann übergehen konnte und die Fair Lady festmachen konnte. Eine halbe Stunde mussten wir noch vor der Schleuse warten, bis wir rein konnten, und in der Zeit ist der Strom auch langsam gewechselt wieder. Made it in time because while we were waiting in front of the lock, the current was changing again. So we were quite shocked that we made it. We had to wait in the lock for a while for some reason, we don't know why, because it wasn't even full, but finally we made it into the Kiel channel, and I was quite happy. Wir sind gerade eben mit 2,7 genau in der Zeit, die wir verloren haben, wo wir langsam rüberfahren, beschleunigen. Genau in der Zeit. Wir haben es, Anja. Ja, Gott sei Dank. Also heute war ein quite a ride today on the Elbe River. Now we are in the lock in Brunsbüttel. It takes a while to open today. Packt der sein Bettzeug aus? Ist hinten eigentlich schon zu? Klaus? Ist hinten schon zu? Ich weiß, ist die zu? Ja. Hat die Wände aufgedrückt. Die Ausbildung auf der anderen Seite. Tuckert. Oh, der Blubber schön vor sich hin. We left without breakfast this morning, so we decided once we leave the lock, we're going to have breakfast on the Fair Lady. We still had to decide what we want to eat. Also der hat jetzt gar keine Lust drauf. Tut sich ja noch gar nichts, oder? Nein, der Kerl, der gerade hat gefragt, ob ich zuerst losfahre. Weißt du, was ich meine? Ich komme auf meinen Zettel, es geht auf. Kommt schon mal an Bord. Finally, the lock opens. Warte, Patrick zuerst los. Klaus? Ja. Macht der Patrick zuerst los? Ja, aber es ist wichtiger, dass er zuerst los ist, damit wir nicht da hinten Ja, ihr könnt dann gleich als erstes in die neue Süd, kommt
jetzt mit ein, mit dem Fluss aber raus. Als erster in die neue Süd, danke. Okay, an die Mitte dann. Den grünen Knopf. An die Mittelbau. Den grünen Knopf vom Bugstrahlruder. Und dann gibst du das Ding ein bisschen Kick nach links und dann gibst du Gas und fährst weg. Also wenn ich nach links drücke, spuckt. Dann fährst du nach links. Nach links gedrückt, nach links gefahren. Okay. Klaus wants me to use the bow thruster Kannst du to Patrick leave sagen, the er pier. kann schon mal losschmeißen. So, los, los. Hinten ist los, Anja. Vorne ist auch los. Bugstrahlruder. Wir gehen rückwärts. Rückwärts. Das war jetzt noch. Dein Bugstrahlruder hat nicht funktioniert. Das hat auch nichts gemacht. Not used to use the bow thruster and I was quite cross that the thing doesn't work as I thought it would. Klaus, ich höre dich nicht. Vergiss es. Wenn du hinten schon los bist, dann fährst du einfach schön zurück. Ich hatte dich gebeten, dass er zuerst, aber ist egal, vergiss es einfach. We left the lock at 9:45. So we had the whole day still in front of us and we decided to go all the way to Rendsburg Marina. Keep it, loading. Loading, hold. Ja, wir fahren Höhle ab, Folge 4 und noch einmal abholen bitte. Gleich ein bisschen mehr Backbord, weil wenn wir das Segel rausgeholt haben, ist der Schlag wieder da. Das Baltic, ich sehe die nichts. Shadowed by the trees, we only had about 10 knots of wind left once we were in Kiel Channel. In the Kiel Channel, you are allowed only to motor sail. You are not allowed to switch your engine off. war echt nur 10 Minuten und jetzt Ausschussfilm über Land. Das ist echt nur 10 Minuten. 20, 25 Knoten in den winzigen Segel, dafür wäre es genau gemacht. Was meinst du? Du sagst es, du bist ganz schneller, du gibst uns das Kommando. Sind wir uns frei? Weil ich kümmere nämlich noch ein bisschen raus. Weit und breit, nothing. Okay, dann go ahead. Go ahead. Los? Ja. To save some fuel, we just put out the front sail to just pull us a little bit forward as well. Sind aber jetzt 17 oder 18. Wind picked up again about 17 knots and that gave us a little push about 3 knots. So we could just put down the engine a little bit. Ja, uns fehlen jetzt 15 Knoten Wind. Dann würden wir jetzt hier nämlich mit 6 Knoten durch die Gegend rauschen mit der kleinen Menge. We
were astonished what our little boat could take. It was a really rough ride today. We made it all the way to Rendsburg and finally the sun came out as well. 12 hours after leaving Wedel, we docked at the marina of Rendsburg. 65 nautical miles on the lock, we went to town, made some food and went to bed, quite tired.